Für alle Foodlover und Gastroenthusiasten, die immer auf der Suche sind nach den neuesten kulinarischen Trends aus Dortmund und der Region, begleitet uns auf einer unvergesslichen kulinarischen Reise. Julia, unsere Expertin für italienische Küche, führt durch die pulsierende Restaurantszene. Hinter der Kamera bin ich, mit dem Privileg, alles zu kosten. Gemeinsam erkunden wir die Vielfalt der Dortmunder Küchen und zeigen euch die faszinierende Geschichte hinter den Gerichten. Lasst uns gemeinsam entdecken, was Dortmunds Gastronomie wirklich zu bieten hat und welche kulinarischen Highlights ihr unbedingt erlebt haben müsst. In dieser Folge müssen wir über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens reden. Und nein, ich spreche nicht von Politik oder Wirtschaft, sondern von Teigtaschen. Für viele die Essenz des Lebens. Etwas, das Kulturen und Länder verbindet. In der Türkei heißen sie Mante, in Italien die Tortellini und ihr großer Bruder die Ravioli. In Polen heißen sie Pierogi, alle unterschiedlich in Form, Füllung und Farbe, aber irgendwie doch verwandt. Bevor wir die Welt der Teigtaschen bereisen, werfen wir erstmal einen Blick in die Heimat. Wie sieht eigentlich Deutschlands Antwort aus? Wir sind jetzt im Labsaal an der Rheinischen Straße. Denn die deutsche Traditionsküche, die hat auch eine ganz tolle Teigtasche zu bieten, nämlich die schwäbische Maultasche. Und hier im Labsaal, das sind hier die Spezialisten für schwäbische Küche. Den gucke ich gleich mal über die Schulter und lass mir zeigen, wie man die zubereitet, worauf man dabei achten muss. Und ich frage auch mal nach, warum Gott daran schuld ist, dass es die Maultasche gibt. Das Wichtigste bei Teigtaschen, soweit ich weiß, ist ja, dass der Teig schön dünn ist. Ja. Also so kenne ich das auf jeden Fall bei so italienischen Teigtaschen. Ist das bei einer Maultasche auch so oder darf der auch ein bisschen dicker sein? Bei der Maultasche ist es auch so. Am besten ist es eigentlich, wenn du noch so ein bisschen durchschauen kannst. Die perfekte Maultasche sieht eigentlich sehr unansehnlich aus, weil sie eine sehr schöne, schrumpelige Haut hat, sage ich mal. Ja, dann ist sie eigentlich perfekt. Body Positivity in der Küche. Ja. Wundervoll. Der Teig ist komplett ohne Eier. Wir machen ja auch vegane Maultaschen mit einer Kartoffelfüllung. Könnte ich jetzt für mich zu Hause auch mein normales Kuchenmehl sozusagen nehmen oder muss das schon dieses doppeltgriffige sein? Das doppeltgriffige ist einfach schon besser, weil wenn du es ausweigst, dann hast du einfach bessere Dehnbarkeit des Teiges und die Konsistenz ist einfach schöner. Okay. Die Füllung macht ihr auch selbst. Na klar. Was ist da alles drin? Genau, die traditionelle Maultasche wird mit Fleisch hergestellt und da ist typischerweise Brät mit drin oder Hack, manchmal auch eine Mischung aus beiden. Wir verwenden, also Brät ist zum Beispiel, das ist gekuttertes Fleisch. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon mal Leberkäse gegessen oder Bratwurst. Leider. Ja, aber das ist quasi auch so die Basis dafür. Okay. Genau, und wir bekommen das schon fertig gekuttert vom Schultenhof hier in Dortmund. Da ist teilweise Schwein und teilweise Rindfleisch mit drin. Und dann habe ich hier noch, das kannst du ja sehen, noch Spinat mit drin. Und Spinat ist das, den riecht man richtig doll. Spinat und Petersilie, genau, zu gleichen Anteilen. Und dann verwenden wir auch gerne noch ein bisschen Majoran, weil ich finde, gerade so bei Fleischgerichten ist das immer sehr schön, bringt eine schöne Würzigkeit mit rein. Also wenn ich an so kleine Tortellini denke, wo dann so ein mini bisschen an Füllung drin ist, also da kommt ja richtig was drauf. Mhm. Es gibt unterschiedliche Arten, mit der Maultasche umzugehen. Du kannst sie entweder rollen und ich dachte jetzt, dass da nochmal quasi so ein Teigstreifen so oben drauf kommt. Okay. Ich roll die jetzt zweimal oder falte sie vielmehr. Ich nehme jetzt meine Kraft, um die Maultaschen hier schon mal abzudrücken und dann schneiden wir die gleich nur auseinander und können die direkt abkochen. Sind Maultaschen auch deine Lieblingsteigtasche? Gibt ja sehr viele verschiedene aus allen möglichen Ländern. Jedes Land hat seine eigene Teigtasche. Ach du, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich liebe einfach die Variation. Ja. Also ich liebe ja so chinesische Teigtaschen auch total. Tatsächlich bin ich eigentlich mehr nach Italien dann orientiert, muss ich sagen. Das kann ich sehr gut. Bevor wir uns mit der traditionellen italienischen Ravioli beschäftigen, lassen wir die gefüllten kleinen Kissen aber erstmal ruhen und schauen vorher auf kunstvoll gefaltete Dumplings.
Wir sind heute im Jia und schauen uns an, wie chinesische Teigtaschen hergestellt werden. Hier hinter der Theke, das ist der Ort, wo die ganze Magie passiert, wo die Teigtaschen hergestellt werden, wo die auch gekocht oder gedämpft werden. Heute bin ich hier mit Dorna, die kocht die ganzen Teigtaschen und bereitet die zu. Die zeigt mir gleich, wie das geht. Vielleicht darf ich auch mal versuchen. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze so funktioniert. Hier werden die Teigtaschen frisch zubereitet. Und dann ganz nach Gusto gekocht, gebraten oder gedämpft. Und ich sag mal so, ob chinesisch oder schwäbisch, das Prinzip bleibt gleich. Liebe geht durch den Teig. Seit wie vielen Jahren bereitest du schon Teigtaschen zu? Dumplings, ich glaube, vielleicht schon seit 40 Jahren. 40 Jahre, wow. Ja. Wir machen das schon seit Kindertagen. Das ist für uns, gerade im Norden, im Winter, da ist das ein ganz wichtiges Essen. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, besonders an besonderen Tagen. Wie isst du deine Teigtaschen am liebsten? Häufigsten gekocht. Gekocht, ja. Also in Wasser. Ah, gekocht. Wenn sie größer sind, dämpfen wir sie. Dann mit Hefe, wie in Deutschland, Hefeteig. Die werden dann gedämpft. Und wenn was übrig bleibt, braten wir sie am nächsten Tag. Besteht der Teig nur aus Weizenmehl und Wasser? Ja, ganz einfach. Nur Weizenmehl, Wasser und ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz, okay. Die arbeiten wie Maschinen. Und die Füllung? Die Füllung heute ist Schweinefleisch und Kohl. Es gibt viele Arten, Dumplings zu machen. Die erste, an beiden Seiten zusammendrücken. Das ist die erste. Sieht aus wie ein Halbmond. Oh ja, das sieht wie ein Mond aus. Und dann gibt es noch eine andere Methode. Zum Beispiel einfach mit beiden Händen zusammendrücken. So, zack, fertig. Das Schwierige ist nicht das Schließen, sondern der Teig selbst. Das ist die eigentliche Arbeit. Nehme ich einen Löffel? Und ich glaube, dann hast du es so gemacht. In der Mitte schließen, so etwa? Yeah, can do like this as well. Aber ich habe eine Frage. Die Form erinnert mich an japanische Gyoza. Was ist der Unterschied? Eigentlich ist es dasselbe. Wir nennen es Gyoza und die Japaner sagen Gyoza. Ah ja, jetzt höre ich die Ähnlichkeit in den Wörtern. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Chinesischen. Genau, im Kantonesischen klingt es auch wie Gyoza. Ja, das ist dasselbe. Ist es auch die gleiche Füllung? Nein, die Füllung kann alles sein. Kann Fisch sein, kann Fleisch sein, kann vegetarisch sein, mit Ei. Or gyoza. Yeah. It's the same thing. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge haben sich Teigtaschen aus China in die ganze Welt verbreitet. Wir haben nochmal bei einem Experten nachgefragt, der sitzt, klar, in Italien. Der kennt sich richtig gut aus mit Pasta und mit Teigtaschen und der erklärt uns auch, was chinesische Teigtaschen und Tortellini und Maultaschen überhaupt noch gemeinsam haben. Viele glauben, dass die Ursprünge gefüllter Pasta in China liegen. Was haben Sie in Ihrer Studie herausgefunden? Also das ist wahrscheinlich richtig, weil das älteste Zeugnis, das wir haben von Pasta, das kommt eigentlich aus China. Es gibt archäologische Beweise aus China, aus der Han-Dynastie, das ist ungefähr 200 Jahre vor Christus. Und es gibt auch Hinweise, dass Pasta-ähnliche Teigtaschen in China ungefähr aus dieser Zeit bekannt waren. Aber die archäologischen Funde sind Nudeln. Jedenfalls zu dieser Zeit war in Europa keine Pasta oder irgendwas Vergleichbares bekannt. Das heißt aber nicht, dass Pasta in China erfunden wurde. Es bedeutet nur, dass die ältesten Belege, die wir haben, aus China kommen. Die Sprachwissenschaftler haben die Wörter untersucht und so weiter. Und aus ihrer Interpretation scheint es so, dass die ersten vielleicht Hinweise auf etwas wie Pasta aus dem Nahen Osten kommen. Und dann ist es möglich, dass sich das von dort aus verbreitet hat, nach Eurasien, nach China, nach Europa und so weiter.
Erstmal zur Klärung. Pasta ist der italienische Oberbegriff. Dazu gehören natürlich Spaghetti, Lasagne, aber auch Ravioli und Tortellini. Pasta heißt einfach übersetzt Teig. Die ältesten Spuren von Nudeln führen zwar nach China, aber sprachliche Hinweise deuten darauf hin, dass ihre Wurzeln vielleicht doch im Nahen Osten liegen. Von dort aus begann der Siegeszug der Pasta. Einmal um die halbe Welt. Ob sie nun aus China stammen oder aus Italien. Am Ende zählt, was auf dem Teller landet. Und im Labsaal heißt das Maultaschen natürlich. Mit echtem Kartoffelsalat. Ohne Mayo. Dafür mit vielen frischen Kräutern. Wir haben schwäbischen Kartoffelsalat dabei und Alplinsen. Was für Linsen? Alplinsen. Alplinsen. Genau. Also das sind Linsen, die von der Schwäbischen Alb kommen. Also sind Linsen etwas super Schwäbisches. Jetzt haben wir hier einen bunten Salat. Also einfach ein bisschen Blattsalat und Wildkräuter. Also Spinat mit drin oder von Radieschen, die Enden, ein bisschen Rucola. Oh. Genau, also einfach ein schöner, Von Radieschen, leckerer, die bunter wusste ich auch Mix. nicht, dass man die essen kann. Genau, von Radieschen oder auch Mangold. Sauerampfer kann man auch wunderbar essen. Der Kartoffelsalat, den ich kenne, der ist, also ich glaube, viele machen das mit Mayo. Meine Mama macht das mal mit Miracle Whip. Schön Auch Gurke, lecker. Ei, Apfel, ich glaube, bisschen Zwiebel. Ja. Schwäbischer Kartoffelsalat ist da ein bisschen simpler, glaube ich, oder? Moment. Also simpler im Sinne Ja. von weniger Zutaten. Weniger würd ich jetzt Zutaten, sagen. ja. Also wir haben hier Essig-Öl-Kombination. Und gerne noch viele Schalotten, Kräuter kannst du da gerne auch noch mit reinmachen. Also du siehst ja schon, wir haben hier auch eine Emulsion. Ja. Also es Das muss ist, wenn sich dann das Fett mit der Zitrone, also mit der Säure Mit dem verbindet. Essig, genau, Mit dem ja. Essig, genau, ja. genau, also der muss schön schlotzig sein, das siehst du ja hier auch. Es kommt schon ein bisschen puristischer Ja, daher. also ein bisschen leichter ja bisschen auch, leichter ne? auf jeden Ja. Fall, weil also du hast ja ansonsten auch viele Komponenten, die ja sehr gehaltvoll sind in der schwäbischen Küche und dann ist es auf jeden Fall schön, so einen etwas frischeren, leichtfließigeren Auf jeden Fall. Salat dabei Auf jeden zu haben. Fall. Ja. Ja, schön. So Butter, geschmolzene Butter riecht auch einfach geil. Das Milcheiweiß ist dann karamellisiert, ist schon eine feine Sache. Das sieht nach Zwiebeln aus. Genau, das sind unsere geschmelzten Zwiebeln. Wir machen sie ohne Alkohol, die werden bei uns mit Malzbier. Ah, Malz. Okay, darauf wäre ich Genau, gekommen. also ich verrate dir jetzt hier unser Geheimnis, Ah. das bleibt unter uns. Das ist das hier für den Salat. Was ist da drin? Du möchtest aber auch jedes Geheimnis heute von mir Ja. abluchsen. Also da sind irgendwie so, ich vermute mal, dass da irgendwas mit Senf, weil das sieht so nach Senfkörnern aus. Da hast du wirklich recht mit, ja. Das ist auch eine ganz simple Vinaigrette, sage ich mal, auf Essigölbasis mit Dijon-Senf und noch einem scharfen Senf. Ja, da hat sich so eine richtige Kruste gebildet. Das hat man beim Genau. Schneiden auch richtig gemerkt. Mhm. Schön sehen die Ja, aus. und so sehen die dann aus. Schön kräuterig, also ich mag es auch nicht so gerne, wenn du einfach nur diesen Fleischgeschmack Ja, hast. Ich ja, finde ja, das total, schon total. angenehmer, wenn du da auch eine schöne Gemüse- und Kräuterkomponente noch mit dabei hast. Davon wird man definitiv satt. Es riecht super geil. Also man riecht auch den Kartoffelsalat riecht man total. So diese Vinaigrette und die Zwiebeln riecht man und das. Ich freue mich, da gleich reinzuhauen. Ein Teller wie ein Gedicht. Dass Maultaschen so schön aussehen können, hätten wir ehrlich nicht gedacht. Und dann noch dieser Duft. Aber wir schweifen ab. Jetzt, wo wir geklärt haben, wo die Pasta ursprünglich herkommt, wollen wir mal schauen, welche historische Entwicklung sie in Italien genommen hat. Was wissen wir eigentlich über den Ursprung der gefüllten Pasta in Italien? Es gibt buchstäblich hunderte von verschiedenen Varianten und wir konnten natürlich nicht alles aufnehmen. Jede Stadt, jede Gemeinde hat ihre eigene typische Art von Ravioli. Also die italienischen Varianten jedenfalls, die haben irgendwo im Norden des Landes ihren Ursprung und von dort haben sie sich verbreitet. Am interessantesten ist wahrscheinlich die Tortellini selbst, weil es da eine Geschichte dahinter gibt. Es gibt nämlich diese historische Rivalität zwischen den Städten Bologna und Modena und beide behaupten, sie hätten die Tortellini erfunden. Aber dieser Streit ging sehr lange weiter, bis Giuseppe Ceri, ein Dichter, auftrat. Er hat ein Gedicht geschrieben und darin diese Geschichte erzählt von Venus, die vom Himmel herabstieg und nach Castelfranco Emilia ging. Das ist zufällig genau die Stadt zwischen Modena und Bologna.
Laut dieser Legende besuchten Venus, Mars und Bacchus dort eine Taverne in Castelfranco Emilia. Und der Wirt, er schaute durch das Schlüsselloch, warum, keine Ahnung, und er sah Venus, er sah den Bauchnabel der Venus. Und er war so fasziniert davon, dass er zurück in die Küche ging und die Tortellini erfand, weil sie eben wie ein Bauchnabel aussieht. In Italien reicht ein Blick durchs Schlüsselloch und der Wirt lässt sich vom Bauchnabel der Venus zu Tortellini inspirieren. Oh. In Dortmund dagegen braucht's keine göttliche Fügung. Nur ein gut gelaunter Gastgeber. Und 56%iger Baijiu im Glas. Prost! Ja, was bekomme ich denn jetzt hier überhaupt? Schönen Baijiu. Da ist bestimmt gar kein Alkohol drin, Gar nicht. oder? Ist fast alkoholfrei. Ja, super, perfekt. Hat nur, ich glaube, 56%. Ja, total normales Getränk zum Mittagessen. Natürlich, das Ja. ist nicht hier normal. Ja, nee, für mich auch total normal. So, jetzt haben wir hier jede Menge Teigtaschen. Die haben verschiedene Farben. Was bedeuten die? Also eigentlich die unterschiedlichen Farben ist eigentlich mehr für uns. Sicher auch für den Gast ganz nett anzugucken. Aber eigentlich für uns ist es, dass wir die einzelnen Dumplinge unterscheiden können. Okay. Ob es jetzt hier im Dampftopf ist oder Damit man weiß, was vegetarisch ist wahrscheinlich. was vegetarisch ist, was Rindfleisch ist. Wir machen langsam nicht so in China. In China würden wir jetzt Ganla sagen. Das heißt trockenes Glas, Okay. ganz trocken. Aber wir machen einfach nur Cheers und nippen ein bisschen und gut ist, weil wir alle müssen noch arbeiten. Da kann man auch mit Fenster putzen. Ja. Köstlich. Jetzt weißt du auch, warum man das eher Wow. extrem. Ja. Ich will jetzt nicht sagen Benzin, aber nah dran. Nur Würde man denn in China Sojasauce Ja, dazu essen? also es ist auch regional sehr unterschiedlich. Okay. Die einen essen das nur mit Soja, die anderen. Aber weit verbreitet ist eigentlich Essig. Ich kenne das Essig, auch mit Essig. Essig und Chili. Oftmals auch gerne noch Knoblauch. Was auch oft gemacht wird, dass du einfach eine ganze Knoblauchknolle auf dem Tisch liegen hast und dann Ja, da isst freuen du, sich einfach, alle, ne? isst du einfach so einen ganzen Zeh. Und jetzt kann ich mir hier einfach nehmen. Du kannst dir einfach nehmen. Na dann, Türbach. Auch was gerne im Chinesischen dann gesagt wird, wenn man irgendwo zu Besuch hingeht, wird oft gefragt, hast du schon gegessen? Was immer, Aber Also- das ist eine rhetorische Frage. nein ist ja und nein, aber auf der anderen Seite, Chinesen würden dich nie hungrig wieder nach Hause gehen lassen. Sehr vernünftig. Boah, das ist so lecker. Und die Chili brennt auch, aber nicht so doll wie dieser Schnaps. Was jetzt noch brennt, die Neugier auf schwäbische Teigtaschen. Also nix wie zurück zum Labsaal. Dort sitzt schon Geschäftsführer Florian Kohl. Und der hat ordentlich was auf dem Teller. Jetzt kommt immer mein Lieblingspart. Und zwar, es geht ans Probieren. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und ich darf einfach reinhauen, glaube ich. Ne? Bitte. Du, Florian, bist ja hier der Schwabe im Labsaal. Wo genau kommst du noch mal her? Ich komme aus Tübingen, also gebürtig bin ich zwar Stuttgarter. Das heißt, du bist mit einem Teller wie diesen auch aufgewachsen, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall. Also als ich klein war, muss ich zugeben, war ich immer viel mehr Spätzle als Maultaschen-Fan. Ja. Inzwischen mag ich beides sehr gerne. Aber Maultaschen heißen doch die haben noch irgendwie einen anderen Namen. Ich vergesse das immer. Ja, Maultaschen, also zumindest die klassischen heißen noch Herrgottsbescheißerle. Okay. Herrgottsbescheißerle. Wo ist da noch ein P drin? Scheiße. B. Ach, ein Genau, also Herrgottsbescheißerle. Aber wir sprechen das okay. zwischen dem B und dem Sch nicht aus. Ursprünglich war die Idee hinter den Maultaschen mal, dass man am liebsten eigentlich jeden Tag Fleisch essen möchte und das aber im Christentum zwar untersagt ist. Dann war die Idee, hey, guck mal, wir verstecken Fleisch einfach in der Maultasche. Dann weiß dann sieht der Gott das nicht. Genau, und Klar. dann, somit ist er dann beschissen. Muss man auf gut Deutsch so sagen. Also ich frage mich bis heute, ich dachte immer, Nee, alles also sehen, Christentum aber ausgetrickst. ja. Das ist übrigens super lecker. Ich finde das geil, dass hier bei den Linsen noch so dieses Curry mit dran ist.
Die Linsensorte, die macht wirklich viel aus. Also, ja, die ist so ein bisschen mehlig in der Konsistenz. So, genau, ne? so ein bisschen mehlig, trotzdem irgendwo noch ein bisschen bissfest und die ist ein bisschen nussiger. Ja. Ich glaube, wer an schwäbische Küche denkt, der denkt genau eben an Maultaschen, der denkt an Kartoffelsalat. Ja, manche denken noch an Linsen mit Spätzle, falls Sie das mal gesehen haben. Ein super leckeres Gericht. Spätzle, stimmt. Oh, Bubenspitze ist auch so ein Ding, so wie Herrgottsbescheiße, ne? Ich weiß nicht, ob man sagen darf. Bubenspitze heißt der Penis vom kleinen Jungen. Weil die jetzt so aussehen. Da sind wir wieder beim religiösen Kontext, ne? Oh Gott, ja. War das dann, als du ins Ruhrgebiet gekommen bist, war das dann so, dass du dachtest, ich vermisse meine Maultaschen, jetzt muss ich die hier hinholen und deswegen habt ihr dann das Restaurant eröffnet? Ich habe dann erst ein paar Jahre in Essen gelebt und versucht, mich hier so ein bisschen an die hiesige Kultur zu assimilieren. Habe Currywurst Pommes mit zig verschiedenen Soßen kennengelernt. Ja. Wir haben, als wir uns dann kennengelernt haben, haben wir halt immer auch gerne, also wir haben immer schon gerne beide gekocht, aber dann zusammen nochmal erst recht mehr, auch für Freunde, dann auch gerne mal Schwäbisch und festgestellt, fast alle kennen das, aber fast alle kennen die minderwertige Ware aus dem Supermarkt. Und da haben wir gedacht, so, da müssen wir was dran ändern. Dann haben wir uns Zeit gelassen mit der Konzeption und mit der Namensfindung und dann irgendwann einfach mal ins kalte Wasser gesprungen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, aber du so als Vollblut-Schwabe und Maultaschenliebhaber, was hältst du denn von so einer Ravioli aus der Dose? Also das ist so geschmacklich so lame. Konsistenz ist des Todes. Ich glaube, die Konsistenz ist schon fast einer der wichtigsten Punkte. Also wenn ich auch an so eine Erasco-Dose denke, wo du dann auch so Maultaschen in der Brühe hast, das ist halt so, also die ist ja viel zu weich alles schon. Das hat ja gar keinen Biss das mehr. Ist so, genau, du hast irgendwie gefühlt eine Konsistenz durchgehen. Ravioli aus der Dose? Lassen wir mal lieber stehen. Aber wie nah sind sich eigentlich echte Ravioli und Maultaschen? Form, Größe, passt ja schon ganz gut. Aber gibt's da auch inhaltliche Verwandtschaft? Wie ähnlich sind sich die italienischen gefüllten Teigtaschen, sagen wir mal Ravioli, und die deutschen Maultaschen? Die Maultasche ist interessant, weil sie ist wie ein großes Ravioli. Es ist eine der größeren Größen unter den größeren Sorten. Es gibt auch noch größere Ravioli in Italien. Zum Beispiel etwas, das heißt Tortelli alla lastra. Das ist in Mittelitalien. Das ist ein großes, viereckiges, rechteckiges Ravioli, das im Feuer gebacken wird, was sehr einzigartig ist. Und das habe ich probiert. Es ist wirklich sehr gut. Die Maultasche hat Ähnlichkeiten mit einigen gefüllten Pasta aus Italien. Aber was sie unterscheidet, ist ihre große Größe, ihre rechteckige Form und vielleicht auch die Art, wie sie serviert wird. Weil normalerweise isst du eine oder zwei oder drei Maultaschen und dann bist du satt, weil sie so groß sind. Mit Tortellini dagegen bekommst du eine Schüssel mit Hunderten von kleinen Tortellini, die du essen musst. Also jede Sorte ist einzigartig und die Maultasche hat ihre eigenen ganz besonderen Eigenschaften. Und was ist Ihre Lieblingsart von gefüllter Pasta? Ich denke, Culurgiones ist sehr gut in Sardinien. Wenn du jemals nach Sardinien gehst, suche nach Culurgiones und ich empfehle sie mit frischem Ragout, mit frischen Tomaten. But it tastes really good, especially when it's served fresh. Frisch servierte Teigtaschen. Da werden bei Alexander von Kleis ganz besondere Erinnerungen wach. Beim ersten Kennenlernen mit seiner Frau in China waren es nicht gerade wenige, die da über den Tisch gingen. Aber wer zählt das schon mit, wenn's schmeckt? 60 gegessen. Wie bitte? Über 60 Dumplings gegessen? Ich bin beeindruckt. Und Also es hat dir ganz okay geschmeckt. es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und sie hat mich trotzdem genommen. Gerade deswegen. Oder vielleicht deswegen. Endlich mal jemand, der ihr... Endlich mal einer, der vernünftig ist. Und auch das, also was ich gar nicht, das wäre für mich echt in der Beziehung absoluter Dealbreaker, wenn das jemand wäre, der gutes Essen nicht zu schätzen weiß. Also den wird quasi, ja, ich esse irgendwas, ich schieb mir da irgendwas rein und ist egal. Nee, wäre für mich ein No-Go. Ich liebe gutes Essen. Ich meine, auch bei uns, wir haben ja eigentlich ist es ja Hausmannskost, was wir machen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was mir davon am besten schmeckt. Es hat alles nochmal irgendwie, ist echt ein Unterschied, ne, die Zubereitungsart. Also vorhin hatte ich hier von einer, dachte ich, nee, das ist mein Liebling. Und dann habe ich davon eingegessen, dachte, nee, das Probier mal den hier. Okay. Weil das ist der einzige Dumpling, den ich persönlich als gebraten empfehle. Okay. Weil das ist
Rotgrat in Rindfleisch. Und durchs Braten kriegen die so ein schönes Röstaroma und die leichte Süße des Rotkrauts kommt mehr zur Geltung. Und ich finde einfach die Kombi genial. Aber ich finde es geschmacklich gar nicht so schlecht und ich verstehe, dass das auch dazu passt. Das verstehe ich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich wirklich dran gewöhnt. Für mich, ich habe nur das nicht erwartet, dass das doch auch so nachbrennt. Es brennt. Ja. Gut. Danke. Und nochmal, Prost! Während bei Gia noch kräftig angestoßen wird, füllen sich im Labsaal langsam die Bäuche. Also was ich an diesem Gericht hier auch super finde, die deutsche Küche ist jetzt, glaube ich, nicht international dafür bekannt, dass sie super fein und super high class ist. Also da reden die Leute eher dann über die französische Küche oder die japanische oder die italienische. Aber bei einem Teller, der so gut ist wie dieser, der kann locker mit jedem italienischen Teller bester Ravioli mithalten oder japanischer Gyoza. Also das ist einfach mal deutsche Küchenmeisterei. Danke. Boah, ich bin sowas von voll gegessen. Also man denkt erstmal so, oh ja, 2 Maultaschen, bisschen Salat, bisschen Kartoffeln. Ich bin richtig, richtig voll. Das war ein sehr leckerer Teller. Ich bin richtig begeistert. Ich war vorher, glaube ich, gar nicht so super der Maultaschen-Fan, aber so gut habe ich sie halt auch noch nicht gegessen. Und jetzt gehe ich nach Hause und träume von schwäbischen Maultaschen. Und während Julia noch von schwäbischen Maultaschen träumt, träume ich schon vom nächsten Dreh. Seid gespannt, welche kulinarischen Abenteuer Dortmund noch zu bieten hat. Auf ein neues bei Food Lover Dortmund.